Guten Tag zu einem neuen Video. Ich habe mich dazu entschlossen, die alten Videos alle zu re-uploaden, also an diejenigen, die diesen Kanal schon kannten. Das war alles vor 6 Jahren schon mal online. Ich habe das ein bisschen überarbeitet, etwaige Copyright-Probleme verändert und vielleicht hier und da was zensiert, aber sonst ist es derselbe Inhalt wie damals, da es sich in den Kommentaren gewünscht wurde, was mich sehr freut. Also viel Spaß mit diesen Oldschool-Videos. Dieses Mal ein Erfahrungsbericht, den ich etwas freier gestalten möchte, also nicht vorlese, referiere, sondern einfach nur frei erzähle, was mir noch so einfällt. Nämlich geht es um die legale psychoaktive Pflanze Habichtskraut, genauer das kleine Habichtskraut Hiratium pilosella. Dieses Video dient der Informationsverbreitung und Aufklärung. Es handelt sich weder um grafische Darstellung von Konsumhandlungen noch um Verherrlichung oder Konsumaufforderung. Laut YouTube-Nutzungsbedingungen sind solche Videos vollkommen erlaubt. Ich rate vom Konsum jeglicher hier erwähnter Pflanzen ab. Solltest du dich dennoch für den Konsum entscheiden, informiere dich vorher genau und bei vielen verschiedenen Quellen. Nur für volljährige, gesunde und psychisch stabile Menschen. Das ist eine Pflanze, die man wild finden kann an Wegesrändern und Wiesen und so. Jetzt nicht so häufig wie, keine Ahnung, Löwenzahn, Spitzwegerich oder so, aber man kann sie durchaus finden. Es ist eine recht kleine Pflanze, wie der Name schon sagt, hat orangene Blüten oder gelblich. Gibt auch verschiedene Arten, die teils psychoaktiv sind, teils nicht. Das kleine Habichtskraut wird im Übrigen auch als Heilpflanze verwendet. Hierzu habe ich jedoch keine Erfahrungen bisher. Ich habe mir, nachdem ich gehört habe, dass das kleine Habichtskraut wohl eine wirklich spürbare Wirkung erzeugen soll, etwas des getrockneten Krautes bestellt, eine geringe Menge, etwa 50 Gramm oder 100 Gramm, bei einem ganz normalen Shop, der sonst Heilpflanzen anbietet, getrocknete. Als das Paket dann ankam mit dem getrockneten Kraut, habe ich dann relativ schnell versucht, es zu rauchen, habe es in eine Pfeife und in einer Bong probiert, auch manchmal in einem Joint sozusagen, also in ein Papier gedreht. Zunächst konnte ich feststellen, dass der Rauch etwas unangenehm ist ziemlich kratzig und heiß. Das liegt natürlich auch daran, dass das Kraut sehr stark getrocknet wurde. Aber ich kann trotzdem sagen, auch im Vergleich zu anderen stark getrockneten Pflanzen ist das kleine Habichtskraut relativ kratzig und unangenehm zu rauchen. Ist also kein Vergnügen, den ganzen Bongtopf oder Pfeifentopf leer zu machen. Den habe ich natürlich recht vollgestopft. Man muss nicht so mit der Dosis aufpassen wie bei anderen psychoaktiven Pflanzen. Und die Wirkung tritt dann recht schnell ein. Ich konnte eine leichte Stimmungsaufhellung bemerken, eine Verbesserung der Laune. Man könnte schon fast sagen, eine leicht euphorische Wirkung. Hinzu kommt eine Entspannung, die eher körperlicher Natur ist. Allerdings muss man auch sagen, dass der Körper sich recht normal anfühlt und es ist auch eine gewisse Stimulation, eine gewisse aufputschende Wirkung vorhanden. Also man fühlt sich gleichzeitig entspannt, aber auch relativ wach und bereit, Dinge zu tun und fühlt sich jetzt nicht in die Couch gedrückt, wie etwa bei sehr CBD-lastigen Cannabis. Aber dennoch, die Wirkung des kleinen Habichtskraut wird öfter mal mit der von Cannabis verglichen. Das passiert bei recht vielen psychoaktiven Pflanzen und darf nicht überbewertet werden. Also es ist nicht so, dass es tatsächlich extrem Cannabis-mäßig wirkt und ein perfekter Ersatz ist und man dann kein Cannabis mehr rauchen möchte. So darf man sich das nicht vorstellen. Wenn es so wäre, wäre das Habichtskraut vermutlich auch schon illegalisiert worden. Es ist also eine deutlich subtilere Wirkung, eine leichtere Wirkung, die aber dennoch ein wenig in die Richtung geht, kann man sich ja schon an den Fakten der Wirkung, denken, dass es eben entspannend ist, stimmungsaufhellend und gleichzeitig kann es eben auch aufputschend wirken, motivierend wirken. Das ist natürlich schon recht nah an Cannabis, aber es ist dennoch natürlich eine ganz andere Wirkklasse. Es sind vermutlich keine Cannabinoide enthalten, also wirkt es auch nicht auf das Cannabinoid-Zentrum im Gehirn, hat keine so tollen heilenden Effekte wie Cannabis und hat auch nicht diese spezifische Wirkung, die viele Leute so schätzen. Aber dennoch, es geht in die Richtung, wie schon gesagt, es ist deutlich leichter, wie auch schon gesagt.
man sollte auf jeden Fall mit der richtigen Erwartungshaltung an die Sache rangehen. Man darf sich jetzt nicht vorstellen, dass man das jetzt raucht und es ballert einen komplett weg oder wie auch immer man das formulieren möchte. Es ist ein angenehmes Gefühl, das für den Preis auf jeden Fall etwas sehr Interessantes ist, das man mal machen kann. Das sind zumindest meine bisherigen Erfahrungen. Und ich habe dann immer wieder das Habichtskraut geraucht, öfter, locker 10-mal oder mehr insgesamt, und habe dann auch Rauchmischungen mit dem Habichtskraut gemacht, und anderen Pflanzen wie Damiana oder afrikanisches Löwenohr oder Tagetes lucida. Ist auf jeden Fall gute eine gute Zutat in psychoaktiven Rauchmischungen, und bisher habe ich dann nicht viel mehr Erfahrung gemacht. Es verlief immer positiv, hatte immer diesen Effekt, den ich genannt habe. Eine Toleranzentwicklung konnte ich nicht feststellen. Dafür habe ich vielleicht auch nicht häufig genug sozusagen geraucht, weil ich jetzt nicht so unglaublich wild darauf war. Ich habe es halt immer mal wieder gemacht, wenn ich Lust hatte, alle paar Wochen, manchmal auch öfter, und habe es dann jetzt mehrere Monate liegen gelassen, weil einem einfach, es ist halt nicht so etwas unglaublich Tolles. Es ist etwas sehr Nettes, etwas Positives. Ich bin froh, die Erfahrung mit der Pflanze gemacht zu haben und habe auch vor, weitere Erfahrungen zu machen, wie ich gleich nochmal erzählen werde. Aber man kann dann auch die Finger davon lassen. Man vergisst es schnell, dass man diese Pflanze ja auch noch hat und damit ja auch weiter experimentieren könnte. Und jetzt liegt noch ein Rest der Bestellung bei mir rum, den werde ich sicher bald noch mal konsumieren, denn ich habe wildes Habichtskraut gefunden und konnte das ernten. Nicht allzu viel, aber schon genug für einige Konsumeinheiten, und habe mir das jetzt an den Küchentisch gelegt, wo es gerade trocknet, und habe vor, bald noch weitere Versuche damit zu starten, auch mit dem selbstgesammelten dieses Mal. Bin sehr gespannt, ob sich meine Erfahrungen wiederholen lassen, reproduzieren lassen, und werde es dann auch noch mal vergleichen mit dem gekauften, sodass man, ja, sagen kann, ob es tatsächlich bei den wild gefundenen ebenso stark sein kann oder ob es da starke Unterschiede gibt, je nach Pflanze, je nach Region et cetera. Ich werde also einen Teil 2 zu diesem Erfahrungsbericht machen. Wenn ihr das gerne sehen wollt, hinterlasst einen Like, einen Kommentar und ein Abo. Ihr kennt das ja. Zur Dosis noch ganz kurz. Wie gesagt, ich habe es nur geraucht, nicht oral als Tee oder so eingenommen. Kann darüber deswegen noch nichts sagen. Aber ja, ich habe einfach den Pfeifentopf recht voll gefüllt, also etwa 0,2 bis 0,67 Gramm so. Also ich denke, da gibt es keine sonderlich hohe Grenze. Also es gibt keine Grenze, wie hoch man gehen kann. Zumindest beim Rauchen kann man, denke ich, sehr schwer eine Überdosis erreichen. Negative Effekte habe ich nicht wirklich gemerkt. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, was eine sinnlose Redewendung ist, die sich eher auf das Fernsehen bezieht. Klickt wieder rein. Tschüss.